Der Valentinstag steht vor der Tür und daher geht es in diesem Video diesmal um die Liebe. Doch was ist Liebe überhaupt? Sie ist einerseits simpel und gleichzeitig das Komplizierteste, was wir fühlen können. Sie kann einerseits wundervoll sein, aber auch ebenso niederschmetternd und herzzerbrechend. Ich finde, dieses Zitat fasst es ganz gut zusammen, was Liebe ist. Denn Liebe ist nur ein Wort, bis jemand kommt und ihm eine Bedeutung gibt. Liebe ist zumindest etwas, das einander verbindet. Also egal welches Anime-Genre du am liebsten schaust, ob Shonen, Action, Drama oder Detektivgeschichten, in irgendeiner Art und Weise wird die Liebe darin vorkommen. Sie verbindet Personen miteinander, sei es durch Begierde, Drama oder Neid und treibt entsprechend die Handlung voran. Liebe ist letztendlich immer ein essentieller Bestandteil jeder Geschichte. So auch deiner, meiner und selbst Naruto schafft es von hier zu dem hier. Egal ob du vergeben bist oder zurzeit Single, solltest du den Valentinstag nutzen, um romantisch zu sein und dir vielleicht einer meiner 25 Empfehlungen gönnen, um die Liebe selbst zu zelebrieren. The Dangers in My Heart ist ein Anime, der sich auf die zarte und oft komische Romanze zwischen zwei scheinbar gegensätzlichen Charakteren konzentriert. Der Hauptprotagonist Ishikawa ist ein introvertierter Schüler, der von dunklen Fantasien geplagt wird und sich selbst als Außenseiter sieht. Auf der anderen Seite steht Yamada, ein beliebtes Mädchen mit strahlendem Lächeln, das von allen bewundert wird. Was den Anime besonders macht, ist die Art und Weise, wie sich die Beziehung zwischen Ishikawa und Yamada entwickelt. Anfangs scheint es so, als könnten sie nicht unterschiedlicher sein, doch mit der Zeit brechen ihre Mauern Stück für Stück ein und wir erleben eine wunderschöne, herzerwärmende Annäherung zweier Menschen, die lernen, sich gegenseitig zu verstehen und zu akzeptieren. The Dangers in My Heart zeichnet sich durch eine subtile und authentische Darstellung von Liebe aus, die ohne übertriebene Dynamik, Dramatik oder Klischees auskommt. Stattdessen erleben wir die kleinen, bedeutungsvollen Momente, die eine echte Verbindung ausmachen. Es ist eine Geschichte, die zeigt, dass Liebe oft dort entsteht, wo man sie am wenigsten erwartet. A Silent Voice ist nicht nur ein bewegendes Drama, sondern auch eine tiefgründige Geschichte über die Liebe in all ihren Facetten. Von der Selbstliebe über Freundschaft bis hin zur romantischen Zuneigung. Die Serie erzählt die Geschichte von Shoya Ishida und Shoko Nishimiya, deren Leben durch eine tragische Vergangenheit miteinander verknüpft sind. Shoya, einst ein Mobber, versucht Jahre später Wiedergutmachung zu leisten und entdeckt dabei langsam seine wahren Gefühle für Shoko, die er einst verletzte. Was diese Serie besonders macht, ist ihre sensible Herangehensweise an das Thema Liebe. Statt die klassische romantische Erzählweise zu wählen, zeigt A Silent Voice, wie Liebe aus Reue, Verständnis und Vergebung wächst. Die Beziehung zwischen Shoya und Shoko entwickelt sich langsam und authentisch, während beide lernen, ihre eigenen Unsicherheiten und Wunden zu akzeptieren. Die Handlung bietet eine tiefe, emotionale und realistische Darstellung von Liebe, die weit über die üblichen romantischen Klischees hinausgeht. Mit wunderschönen Animationen und einer kraftvollen Botschaft zeigt die Serie, dass wahre Liebe auch in der Heilung von Wunden und dem Verständnis füreinander liegt. Violet Evergarden ist ein Anime, der tief unter die Haut geht und sich auf außergewöhnliche Weise mit dem Thema Liebe auseinandersetzt. Die Geschichte folgt Violet, einer ehemaligen Kindersoldatin, die nach dem Krieg versucht, ihren Platz in einer friedlichen Welt zu finden. Als sie die Arbeit einer Auto-Memory-Stole aufnimmt, wird sie zu einer Ghostwriter, die unausgesprochenen Gefühle ihrer Klienten in Worte fasst. Der Anime beleuchtet verschiedene Facetten der Liebe, romantische, familiäre, platonische und noch mehr. Dabei wird gezeigt, wie bedeutend sie für das menschliche Dasein ist. Dabei wird Violet selbst, die anfangs kaum Emotionen versteht, durch ihre Reise und Begegnung mit Menschen von der Kraft der Liebe transformiert. Die Entwicklung ihres Charakters ist ebenso bewegend wie berührend, wie die berührenden Geschichten ihrer Klienten selbst. Violet Evergarden sticht im Romantik-Genre hervor durch seine visuell atemberaubende Animation, die jedes Gefühl intensiv einfängt, und durch seine tiefgründige Erzählweise, die den Zuschauer zum Nachdenken anregt. Kaguya-sama Love is War ist eine erfrischende und humorvolle Interpretation des Romantik-Genres, die Liebe mit taktischen Kriegsstrategien verbindet, auf dem Level eines Death Note. Die Handlung dreht sich um Kaguya und Miyuki, zwei überdurchschnittlich intelligente und stolze Mitglieder des Schülerrates einer Eliteschule. Beide sind ineinander verliebt, doch anstatt ihre Gefühle einfach zu gestehen, entbrennt ein Krieg, bei dem es darum geht, den anderen zuerst dazu zu bringen, die Liebe zu gestehen. Denn in ihren Augen bedeutet das Geständnis eine Niederlage. Was diesen Anime besonders macht, ist die Mischung aus cleveren Humor, psychologischen Spielchen und unerwartet vielen tiefen Momenten. Jede Episode ist ein strategisches Katz-und-Maus-Spiel voller witziger Missverständnisse und kreativer Pläne, um die Oberhand zu gewinnen. Trotz der komödiantischen Grundstimmung bietet der Anime auch berührende Einblick in die Unsicherheiten und echten Gefühle der Charaktere, die sich hinter ihrer Fassade verstecken. Kaguya-sama Love is War ist perfekt für alle, die eine unkonventionelle Liebesgeschichte mit viel Humor suchen. Er bringt frischen Wind ins Romantik-Genre, indem er zeigt, dass Liebe auch ein spannendes Spiel sein kann, bei dem Herz und Verstand gleichermaßen gefordert wird.
You Lie in April ist ein emotionaler Anime, der Romantik mit der Kraft der Musik verknüpft. Die Geschichte dreht sich um Arima, ein ehemaliges Klavierwunderkind, das nach dem Tod seiner Mutter nicht mehr in der Lage ist, das Klavier zu spielen. Sein Leben ist grau und leer, bis er auf Kaori trifft, eine fröhliche und unbeschwerte Violinistin. Kaori bringt Farbe und Musik zurück in Arimas Leben und inspiriert ihn, sich seinen Ängsten und seiner Vergangenheit zu stellen. Die sich langsam entwickelnde Beziehung zwischen den beiden ist das Herzstück der Serie. Ihre gemeinsame Liebe zur Musik dient als Brücke zwischen ihren Seelen und gibt ihnen den Mut zu wachsen, sich zu verändern. Doch die Geschichte nimmt eine tief bewegende Wendung, die Zuschauer auf eine Achterbahn der Gefühle mitnimmt. You Lie in April ist mehr als nur eine Liebesgeschichte. Es ist eine Ode an das Leben selbst, die Liebe und die Kunst. Die atemberaubenden Animationen, die emotionale Tiefe und die kraftvolle Musik machen diesen Anime zu einem Meisterwerk im Romantikgenre. Your Name ist ein außergewöhnlicher Anime-Film, der die Grenzen des Romantik-Genres neu definiert. Regisseur Makoto Shinkai erzählt die fesselnde Geschichte von Mitsuha, einem Mädchen aus einem ländlichen Dorf, und Taki, einem Jungen aus Tokio. Eines Tages tauschen die beiden auf unerklärliche Weise ihre Körper, was zu einer Reihe skurriler und emotionaler Ereignisse führt. Was zunächst wie eine klassische Körpertauschkomödie wirkt, entwickelt sich schnell zu einer tiefgründigen Erzählung über Schicksal, Verlust und die Kraft der Liebe. Das Besondere an Your Name ist die meisterhafte Verbindung von Romantik mit einem Hauch von Fantasy und Science Fiction. Die visuell beeindruckenden Animationen, die detailreiche Darstellung der Städte und Landschaften, der einfühlsame Soundtrack machen diesen Film zu einem unvergesslichen Erlebnis. Lass dich auf eine emotionale Reise mitnehmen, die sowohl herzzerreißend als auch hoffnungsvoll ist. Dieser Anime zeigt, dass wahre Liebe alle Hindernisse überwinden kann, selbst die unmöglichen. Rescue Does Not Dream of Bunny Girl Senpai ist ein einzigartiger Anime, der Romantik mit einer Prise Übernatürlichem verbindet. Die Serie folgt Sakuta, einem Oberschüler, der auf Mai trifft, eine berühmte Schauspielerin, die eines Tages in einem Hasenkostüm durch die Bibliothek wandert, ohne dass sie jemand bemerkt. Dieses seltsame Phänomen ist Teil eines mysteriösen Syndroms, das als Pubertätssyndrom bekannt ist und Jugendliche auf unerklärliche Weise betrifft. Im Zentrum der Geschichte steht die sich langsam entwickelnde Beziehung zwischen Sakuta und Mai, die durch die Erforschung dieses Phänomens immer tiefer miteinander verbunden werden. Und nicht nur Mai ist betroffen, Sakuta hilft auch andere Mädchen, die mit ähnlichen übernatürlichen Problemen zu kämpfen haben, während er seine eigenen Gefühle und Unsicherheiten erforscht. Rescue Does Not Dream of Bunny Girl Senpai bietet eine ungewöhnliche Mischung aus psychologischer Tiefe, cleverem Dialog und einer berührenden Liebesgeschichte. Die Serie stellt die Frage, wie Liebe und Akzeptanz in Zeiten der Unsicherheit und des inneren Kampfes wachsen können. Für Fans, die Romantik gepaart mit einer nachdenklichen und übernatürlichen Note suchen, ist dieser Anime ein absolutes Highlight. My Dress Up Darling ist ein Anime, der sich um die unerwartete Freundschaft zwischen Wakana Gojo, einem schüchternen Jungen, der sich für traditionelle Puppenkleidung begeistert, und Marin Kitagawa, einem lebenslustigen und beliebten Mädchen, dreht. Marin hat eine große Leidenschaft für Cosplay, aber keine Ahnung vom Nähen. Als sie herausfindet, dass Gojo talentiert darin ist, Kleidung herzustellen, bittet sie ihn um Hilfe, ihre Cosplay-Träume zu verwirklichen. Marin ist durch ihre Art und Weise eine willkommene Abwechslung, denn sie weiß, was sie möchte. Der Anime besticht durch seine einzigartige Kombination aus Romantik, Humor und kreativer Leidenschaft. Er hebt sich im Romantikgenre besonders dadurch hervor, dass er nicht nur die sich langsam entwickelnde Liebesgeschichte zwischen Marin und Gojo zeigt, sondern auch die Selbstentfaltung und die Verwirklichung von Träumen in den Mittelpunkt stellt. Die Chemie zwischen den Charakteren ist authentisch und herzerwärmend, während die liebevollen Details der Cosplay-Kunst den Zuschauern tiefe Einblicke in die Hingabe zu einem Hobby geben. Der Anime zeigt auf erfrischende Weise, wie Liebe und Leidenschaft für ein gemeinsames Hobby Menschen zusammenbringen kann. Die Serie vermittelt, dass es in Ordnung ist, anders zu sein und seinen eigenen Weg zu gehen, und zeigt auf bezaubernde Weise, wie Liebe über das Oberflächliche hinauswächst. Golden Time ist ein Anime, der sich durch seine authentische Darstellung von Liebe und persönlichem Wachstum auszeichnet. Die Serie folgt Banri Tada, einem Universitätsstudenten, der unter Gedächtnisverlust leidet und versucht, sein Leben neu aufzubauen. An der Uni trifft er auf Koko Kaga, eine schöne, aber sehr anhängliche Kommilitonin, die sein Leben auf den Kopf stellt. Während Banri und Koko sich ineinander verlieben, kämpfen sie nicht nur mit dem alltäglichen Beziehungsproblem, sondern auch mit dem Schatten der Vergangenheit, die Banri immer wieder einholen. Was Golden Time besonders macht, ist die Tiefe, mit der die Charaktere und ihre Beziehungen dargestellt werden. Die Serie zeigt, dass Liebe nicht immer perfekt ist, dass es oft die schwierigen Momente sind, die Beziehungen stärken. Im Gegensatz zu vielen anderen Romantik-Animes beschäftigt sich Golden Time mit der Reife und den realen Problemen des Erwachsenwerdens, von anderen Animes abhebt, die eher an jüngere Zuschauer gerichtet sind. Wer Golden Time schaut, erlebt eine emotionale Achterbahnfahrt, die sowohl herzerreißend als auch ermutigend ist. Es ist eine Geschichte über zweite Chancen, das Finden der eigenen Identität, überwältigende Kraft der Liebe.
The Pet Girl of Sakurazo erzählt die Geschichte von Sora Takanda, einem durchschnittlichen Schüler, der in der berüchtigten Wohnheim Sakurasa zieht, das als Zufluchtort für problematische Schüler gilt. Dort trifft er auf Mashiro Shina, ein künstlerisches Genie, die im Alltag jedoch völlig hilflos ist. Sorata wird zu ihrem Betreuer, während die beiden zusammen mit den anderen außergewöhnlichen Bewohnern des Wohnheims lernen, ihre Träume zu verfolgen und mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. Was diesen Anime im Romantik-Genre besonders macht, ist die ehrliche Darstellung der Höhen und Tiefen der Jugend. Die romantischen Verstrickungen zwischen den Charakteren sind komplex und realitätsnah, mit Momenten der Freude, aber auch des Schmerzes. Der Anime behandelt Themen wie Talent, harte Arbeit und den Unsicherheiten, die das Erwachsenwerden mit sich bringen, und kombiniert dies mit einer tiefgreifenden Erkundung der Liebe in allen ihren Facetten. Romantisch, freundschaftlich und selbstlos. Die Serie zeigt auf berührende Weise, wie Liebe und Freundschaft die schwierigen Phasen des Lebens erträglicher machen und uns dazu bringen, unser Bestes zu geben, um unsere Träume zu verwirklichen. Don't Toy With Me, Miss Nagatoro ist ein Anime, der auf humorvolle und freche Weise eine unkonventionelle Liebesgeschichte erzählt. Die Handlung dreht sich um den namenlosen Senpai, einen schüchternen und introvertierten Kunststudenten, dessen ruhiges Leben auf den Kopf gestellt wird, als die temperamentvolle und freche Nagatoro in sein Leben tritt. Sie liebte es, ihn auf spielerische Weise zu ärgern und zu provozieren, doch hinter ihrer neckischen Fassade steckt viel mehr, als es zunächst den Anschein macht. Im Verlauf der Serie wird klar, dass Nagatoros Hänseleien aus Zuneigung entspringen und eine besondere Dynamik zwischen den beiden entsteht. Während Senpai langsam aus seiner Komfortzone herauskommt und selbstbewusster wird, zeigt sich Nagatoro liebevoll und beschützende Seite immer häufiger. Der Anime ist eine Mischung aus Komödie und Romantik mit vielen humorvollen Interaktionen, die das Herz erwärmen. Don't Toy With Me, Miss Nagatoro sticht im Romantik-Genre hervor, indem es eine Beziehung zeigt, die auf Wachstum und gegenseitiger Akzeptanz basiert. Wer eine süße, aber lustige Liebesgeschichte sucht, bei der sich die Charaktere durch ihre einzigartigen Interaktionen weiterentwickeln, wird diesen Anime lieben. Kimi ni Todoke ist ein wunderschöner Romantik-Anime, der die Herzen vieler Fans erobert hat. Im Mittelpunkt steht Sawako, ein schüchternes und missverstandenes Mädchen, das wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer Horrorfigur von ihren Mitschülern gemieden wird. Doch hinter Sawakos unheimliches Äußeren verbirgt sich ein warmherziges und hilfsbereites Mädchen, das sich nichts sehnlicher wünscht, als Freunde zu finden. Alles ändert sich, als Kazahaya, der beliebteste Junge der Schule, beginnt sich für Sawako zu interessieren. Mit seiner Unterstützung lernt Sawako, sich selbst zu öffnen und neue Freundschaften zu schließen. Zwischen den beiden entwickelt sich langsam eine zarte und einfühlsame Liebesgeschichte, die von unschuldigen Gesten und tiefen Emotionen geprägt ist. Dieser Anime zeigt auf berührende Weise, wie Liebe und Freundschaft die Kraft haben, Vorurteile zu überwinden und Menschen zu verändern. Die liebevoll gestalteten Charaktere, die authentische Entwicklung ihrer Beziehung und die sanfte, aber tiefgründige Erzählweise machen Kimi ni Todoke zu einem besonderen Erlebnis im Romantikgenre. Wotakoi Love is Hard for Otaku ist ein erfrischender Liebesanime, der sich um das Leben von Otaku-Charakteren im Arbeitsumfeld dreht. Die Geschichte folgt Narumi, einer heimlichen Otaku, die in ihrer neuen Firma auf ihren alten Schulfreund Hirataka trifft, einem offenen Gamer-Otaku. Als die beiden beginnen, ihre Beziehung zu erkunden, stoßen sie auf die Herausforderungen, die das Leben als Otaku-Paar mit sich bringt, insbesondere die Balance zwischen Arbeit, Hobby und Liebe. Unterstützt werden sie von ihren Freunden und Kollegen, die selbst eigenwillige Hobbys und Beziehungen haben. Der Anime hebt sich im Romantik-Genre durch seine humorvolle und zugleich realistische Darstellung von Beziehungen zwischen Erwachsenen ab, die ihre Nerdseite nicht verstecken müssen. Anders als viele klassische Liebesgeschichten, die sich auf Teenager konzentrieren, bietet Wotakoi einen Blick auf die Liebe im Erwachsenenalter und zeigt, dass romantische Beziehungen trotz oder gerade wegen der nerdigen Interesse aufblühen können. Wotakoi Love is Hard for Otaku sollte man schauen, weil es auf charmante Weise zeigt, dass Liebe und Leidenschaft für Hobbys Hand in Hand gehen können. Die Serie bietet eine unterhaltsame Mischung aus Romantik, Comedy und Otaku-Kultur, die sowohl herzerwärmend als auch zum Lachen bringt. Besonders für Zuschauer, die selbst schon arbeiten müssen. Rent a Girlfriend ist ein Anime, der auf humorvolle und auch emotionale Weise die Herausforderungen und Missverständnisse der modernen Liebe erkundet. Die Geschichte dreht sich um Kazuha, einen Universitätsstudenten, der nach einer schmerzhaften Trennung eine Freundin mietet, um über seine Liebeskummer hinwegzukommen. Diese Freundin ist Shizuru, eine charmante und professionelle Mietfreundin, die in ihrer Rolle perfekt aufzugehen scheint. Doch was als einfaches Geschäft beginnt, verkompliziert sich schnell, als Kazuya und Shizuru in verschiedenen Missverständnissen und unerwarteten Situationen verwickelt werden, weil ihre Beziehung aus Versehen vor Freunden und Familie aufgedeckt wird. Im Verlauf der Serie entwickeln sich echte Gefühle und sowohl Kazuya, Shizuru müssen ihre eigenen Unsicherheiten und Wünsche konfrontieren. Rent a Girlfriend bietet eine frische Perspektive auf das Romantikgenre, indem es moderne Datingkultur und die Sehnsucht nach echter Verbindung thematisiert. Mit einer Mischung aus Comedy, Romantik und dramatischen Momenten bietet der Anime sowohl Tiefe als auch Unterhaltung.
A Sign of Affection ist ein einzigartiger Romantik-Anime, der sich durch seine einfühlsame Darstellung von Kommunikation und Liebe auszeichnet. Die Geschichte dreht sich um Yuki, ein fröhliches, neugieriges Mädchen, das gehörlos ist. Trotz ihrer Einschränkungen lebt Yuki ein erfülltes Leben, bis sie auf Nagi trifft, einen weltoffenen Studenten, der ihre Welt auf den Kopf stellt. Nagi ist fasziniert von Yukis positiver Ausstrahlung und beginnt, sich in sie zu verlieben. Gemeinsam erkunden sie, wie Liebe auch ohne gesprochene Worte wachsen kann. Was A Sign of Affection besonders macht, ist die sensible Darstellung von Gehörlosigkeit und die Bedeutung nonverbaler Kommunikation. Die Serie zeigt, dass Liebe über alle Barrieren hinweg möglich ist und dass Verständnis und Geduld zentrale Elemente einer Beziehung sind. Die leisen, aber kraftvollen Momente zwischen Yuki und Nagi berühren das Herz und zeigen andere Facetten der Romantik, die selten in Anime zu sehen sind. The Quintessential Quintuplets ist eine erfrischende Romantikkomödie, die sich um den jungen Nachhilfelehrer Futaro dreht, der die anspruchsvolle Aufgabe übernimmt, 5 völlig unterschiedliche Nakano-Schwestern durch ihre Schulprüfung zu bringen. Jede der Schwestern hat ihre eigene Persönlichkeit, ihre Eigenheiten und Herausforderungen, doch alle teilen eine Gemeinsamkeit. Sie sind zunächst alles andere als begeistert von Futaro. Im Verlauf der Serie entwickelt sich zwischen den Schwestern und Futaro eine komplexe Beziehung, die weit über die reine Nachhilfe hinausgeht. Was diesen Anime im Romantikgenre besonders macht, ist, dass bis zum Schluss unklar ist, welche der Waifus aus diesem Harem die Angebetete sein wird. Jede Episode bringt die Zuschauer näher an die Antwort, während die Bindung zwischen den Charakteren immer intensiver wird. The Quintessential Quintuplets kombiniert humorvolle Szenen mit einer warmherzigen, authentischen Liebesgeschichte. Die Serie bietet nicht nur romantische Spannung, sondern auch eine Vielzahl an herzerwärmenden und lustigen Momenten, die sie zu einer besonderen Erfahrung für Fans des Romantikgenres machen, inklusive einem Cast an interessanten weiblichen Figuren. Monster Girls Nozaki-kun ist ein humorvoller und einzigartiger Anime, der auf charmante Weise das Romantikgenre auf den Kopf stellt. Die Geschichte beginnt, als die Schülerin Shio ihren Schwarm Nozaki ihre Liebe gesteht. Doch anstatt ihre Gefühle zu erkennen, denkt Nozaki, sie sei ein Fan seiner Arbeit, denn er ist insgeheim ein erfolgreicher Shoujo-Manga-Künstler. Beeindruckt von ihrem Enthusiasmus bietet er Shoujo an, seine Assistentin zu werden. Was Monster Girls Nozaki-kun besonders macht, ist der clevere Umgang mit typischen Shoujo-Klischees. Während Shoujo versucht, Nozaki ihre Gefühle zu vermitteln, stolpert sie in eine Welt voller skurriler Charaktere und urkomischer Situationen. Der Anime spielt mit den Erwartungen an eine klassische Romanze und bietet stattdessen eine Parodie auf das Genre, die dennoch herzerwärmend und authentisch bleibt. Trotz all des Humors gibt es viele süße Momente und eine subtile, aber charmante Entwicklung der Beziehung zwischen Shio und Nozaki. Es ist eine erfrischende Serie, die sowohl die Liebe zum Shoujo-Manga als auch die Tücken des realen Lebens mit viel Witz beleuchtet. Fruits Basket ist ein herzerwärmender Anime, der die perfekte Balance zwischen Romantik, Drama und übernatürlichen Elementen findet. Die Geschichte dreht sich um Toru, ein freundliches und starkes Mädchen, das nach dem Tod ihrer Mutter in einem Zelt lebt. Eines Tages wird sie von der mysteriösen Soma-Familie aufgenommen, die ein dunkles Geheimnis birgt. Einige Mitglieder der Familie verwandeln sich in Tiere des chinesischen Tierkreises, wenn sie von jemandem des anderen Geschlechts umarmt werden. Was Fruits Basket so besonders macht, ist eine tiefgründige Erforschung der menschlichen Psyche und die Art und Weise, wie Liebe und Akzeptanz im Mittelpunkt der Geschichte stehen. Torus unerschütterliche Freundlichkeit und ihr Wunsch, anderen zu helfen, berühren die Herzen der Somas und helfen ihnen, ihren inneren Dämonen und dem Fluch umzugehen. Jede Figur hat eine komplexe Hintergrundgeschichte, die nach und nach enthüllt wird und zeigt, wie Liebe in verschiedenen Formen Heilung und Veränderung bringt. Fruits Basket zeigt, dass wahre Liebe bedeutet, jemanden mit allen seinen Facetten zu akzeptieren und zu unterstützen. Kokoro Connect ist ein Anime, der Romantik mit einer Prise übernatürlichen und einer tiefgründigen Charakterstudie kombiniert. Die Serie folgt einer Gruppe aus 5 Schülern, Taichi, Iori, Himiko, Yoshifumi und Yui, die plötzlich von mysteriösen Phänomenen heimgesucht werden. Zunächst tauschen sie ihre Körper, später treten noch komplexere Ereignisse auf, die ihre tiefsten Geheimnisse und innersten Gefühle an die Oberfläche bringen. Im Zentrum von Kokoro Connect steht die Frage, wie gut kennen wir die Menschen, die wir lieben, wirklich? Durch die unfreiwilligen Einblicke in die Gedanken und Emotionen der anderen entwickeln sich die Beziehung innerhalb der Gruppe auf eine intensive, oft schmerzhafte Weise. Besonders die Liebesgeschichten, die sich langsam entfalten, werden durch diese tiefere Verbindung umso festender und realistischer. Kokoro Connect bietet eine einzigartige Mischung aus Romantik und psychologischem Drama, die den Zuschauer dazu bringt, über die Natur der Liebe und Freundschaft nachzudenken. Die Serie zeigt, dass echte Liebe nicht nur Akzeptanz, sondern auch das Verständnis der Komplexität und Tiefe eines anderen Menschen einfordert. Call of the Night ist ein Anime, der die Liebe in einem mysteriösen, nächtlichen Setting erforscht und dabei auf unkonventionelle Weise mit Vampirmythen spielt. Die Geschichte folgt Ko, einem Jugendlichen, der mit Schlaflosigkeit und dem alltäglichen Leben hadert. Eines Nachts trifft er auf Nasuna, eine freigeistige Vampirin, die ihn in die geheimnisvolle Welt der Nacht entführt. Fasziniert von dieser Freiheit beschließt Ko, ein Vampir zu werden. Doch dafür muss er sich in Nasuna verlieben. Dieser Anime sticht im Romantikgenre durch seine dunkle, fast traumhafte Atmosphäre hervor. Perfekt die Gefühle von Einsamkeit
Einsamkeit, Freiheit und dem Drang nach Zugehörigkeit einfängt. Anstatt die klassische romantische Route zu nehmen, untersucht Call of the Night die feine Grenze zwischen Verlangen, Liebe und dem Wunsch nach Veränderung. Die Chemie zwischen Ko und Natsuna entwickelt sich langsam, aber intensiv. Und wir erleben, wie Ko erlebt, was Liebe und Freiheit wirklich bedeuten. Aya Sometimes Hides Her Feelings in Russian ist ein Anime, der die subtile und charmante Romantik zwischen zwei Schülern in den Mittelpunkt stellt, mit einem besonderen Gimmick. Alisa, eine intelligente und zurückhaltende Schülerin mit russischen Wurzeln, hat die Angewohnheit, ihre wahren Gefühle auf Russisch auszudrücken, in der Annahme, dass ihr Sitznachbar Kuse sie nicht versteht. Dieser beherrscht jedoch Russisch heimlich und bekommt jedes Mal mit, wenn Alisa ihre Zuneigung in ihrer Muttersprache preisgibt. Dieser Anime bietet eine erfrischende Perspektive auf das Romantik-Genre, indem er auf sanfte und humorvolle Weise die sprachlichen und kulturellen Barrieren zwischen den Charakteren erforscht. Die heimlichen Geständnisse und das Spiel mit der Sprache erzeugen eine spannende Dynamik, die voller Missverständnisse, aber auch süßer und herzerwärmender Momente ist. Zudem ist die Protagonistin mehr als zuckersüß in ihrer charmanten Art, aber vor allem dank ihres Dialekts. Der Anime verbindet kulturelle Tiefe mit einer zarten Liebesgeschichte, die durch ihre besondere Art der Kommunikation und die charmante Unsicherheit der Protagonisten besticht. Love and Lies spielt in einer dystopischen Zukunft, in der die japanische Regierung Ehen durch ein spezielles System arrangiert, um die besten genetischen Paarungen sicherzustellen. In dieser Welt ist den Menschen verboten, sich selbst ihren Partner auszusuchen, was zu tiefgreifenden emotionalen Konflikten führt. Die Geschichte folgt Yukari, einem schüchternen Jungen, der sich in seine Klassenkameradin Misaki verliebt, obwohl ihm bald eine andere Frau, Sadana, als seine zukünftige Ehefrau zugewiesen wird. Was Love and Lies besonders macht, ist die spannende Auseinandersetzung mit der Frage, ob Liebe eine Sache des Herzens oder Schicksals ist. Der Anime stellt die Charaktere vor die Herausforderung, zwischen Pflicht und persönlichen Gefühlen zu wählen und untersucht dabei die Komplexität menschlicher Beziehungen in einer reglementierten Gesellschaft. Der Anime bietet nicht nur emotionale Dreiecksbeziehungen, sondern regt auch zum Nachdenken über den Wert von Freiheit und der Liebe an. Mit seinem einzigartigen Setting und den intensiven Gefühlen der Charaktere ist Love and Lies eine feste Ergänzung zum Romantikgenre. Makeen, Too Many Losing Heroines, handelt von Kazuhiko, einem selbsternannten Hintergrundcharakter, der zufällig Zeuge wird, dass seine Mitschülerin Anna von ihrem Schwarm abgewiesen wird und findet sich bald inmitten mehrerer gekorbter Mädchen wieder. Der Anime besticht durch seinen humorvollen Ansatz, indem er die Perspektive der sogenannten verlierenden Heldin beleuchtet. Charaktere, die in traditionellen Liebesgeschichten oft im Hintergrund bleiben. Durch Kazuhikos Interaktion mit diesen Mädchen werden Themen wie Zurückweisung, Selbstfindung und die Komplexität jugendlicher Beziehungen auf erfrischende Weise behandelt. Die charmante Darstellung der Charaktere und ihre individuellen Geschichten bieten eine neue Sichtweise auf das Romantikgenre. Zudem sorgt die hochwertige Animation von A1 Pictures für ein visuell ansprechendes Erlebnis. Komi-san Can't Communicate ist nicht nur eine charmante Slice-of-Life-Geschichte, sondern auch eine besondere Perle im Romantikgenre. Die Serie folgt der eleganten und namensgebenden Komi, die aufgrund ihrer überwältigenden Schönheit und Anmut von allen bewundert wird. Doch hinter ihrer perfekten Fassade verbirgt sich ein ernstes Problem. Komi leidet unter extremer sozialer Angst und kann kaum mit anderen sprechen. Ihr Ziel? 100 Freunde finden. In diese Welt tritt Tadano, ein ganz normaler Schüler, der als einziger merkt, dass Komi Schwierigkeiten hat, sich auszudrücken. Dass als einfache Freundschaft beginnt, entwickelt sich langsam zu einer zarten Liebesgeschichte, der kleine Gesten und Verständnis mehr zählen als große Worte. Komi Can't Communicate hebt sich durch seine sensible Darstellung von Kommunikation und zwischenmenschlichen Beziehungen ab. Die romantischen Momente zwischen Komi und Tadano sind subtil, aber tief bewegend und die Serie zeigt, dass Liebe oft in den stillen Augenblicken entsteht. The 100 Girlfriends Who Really Love You ist ein Rom-Com, die das Genre mit ihrer absurden Prämisse und übertriebener Romantik regelrecht auf die Schippe nimmt. Die Geschichte dreht sich um Rentaro, einem ganz normalen Oberschüler, der nach unzähligen gescheiterten Liebesgeständnissen endlich eine Wahrsagerin trifft. Diese prophezeit ihm, dass er die Liebe von 100 Mädchen finden wird und wenn er auch nur eine von ihnen ablehnt, droht ihm ein tragisches Schicksal. Im Laufe der Serie trifft Rentaro dementsprechend auf immer mehr Mädchen, die ihn bedingungslos lieben und er versucht, allen gerecht zu werden. Doch was wie ein typisches Harem-Szenario klingt, entwickelt sich zu einer überdrehten Geschichte, die das Genre selbst nicht ernst nimmt. Der Anime bietet dabei eine humorvolle, erfrischende andere Perspektive auf das Romantik-Genre. Trotz der übertriebenen Prämisse schafft es die Serie, die individuellen Persönlichkeiten der Charaktere und ihre einzigartigen Liebesgeschichten charmant darzustellen, sodass keine von ihnen zu kurz kommt. Für den Valentinstag müssen es nicht immer überteuerte Rosen oder Schokolade sein. Alles, was man braucht, ist die Liebe zueinander. Von daher umarmt einfach jemanden, den ihr lieb habt. Zudem würde ich mich über ein bisschen Liebe eurerseits freuen, also lasst gerne mal ein Herzchen in den Kommentaren da oder welchen Anime ihr für einen romantischen Valentinstag empfehlen würdet. In diesem Sinne wünsche ich Pärchen und Singles eine liebevolle Zeit. Wir sehen uns wie immer beim nächsten Video wieder.